Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bibel TV einfach anders. Es ist 2. Juni, 20 Uhr. Wir haben heute einen Gast, das ist Chantal, die gleich mit mir ein Gespräch führen wird. Das Thema ist sehr sensibel, ist auch nicht einfach damit umzugehen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe vor, glaube ich, einem Jahr oder war das schon länger mit einer Journalistin auch dieses Thema diskutiert. Ich möchte einfach sagen, für alle, die das Gefühl haben, dass sie damit nicht umgehen können, bitte ich euch einfach selber zu entscheiden, ob ihr das jetzt hören wollt oder auch nicht. Wir werden verschiedene Teile machen. Es wird immer Donnerstag um 20 Uhr sein, was wir diese Thematik durchgehen. Heute wird die Thematik sein, wie wird dieser Missbrauch organisiert damit dies verheimlicht bleibt, weil das ist auch ein großes Thema und wir werden da einen Schritt nach dem anderen miteinander das besprechen. Für mich auch sehr speziell, wir hatten diversen Kontakt und ich schätze Chantal sehr, weil sie diesen Mut hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, ein Thema, das man auch besprechen muss. Und sie hat auch ein Buch geschrieben und natürlich vieles mehr, aber wir werden natürlich im Lauf diese Serie Chantal auch besser kennenlernen. Sie hat schon Videos gemacht und da werden wir natürlich auch diverse Sachen besprechen. Ich bitte euch im Chat auch dementsprechend euch zu verhalten. Ich werde den Chat absichtlich nicht einblenden, dass wir uns einfach auf das Gespräch konzentrieren können und einfach diese Thematik, so gut es eben geht, aufzuklären und das aufzuzeigen. Ihr seht es für mich auch nicht einfach, weil solche Sachen berühren mich sehr, aber nichtsdestotrotz stelle ich mich dieser Herausforderung und bedanke mich natürlich jetzt schon an Chantal, dass sie diese Serie mit mir auch machen will. So, liebe Chantal, herzlichen schönen Abend wünsche ich dir. Ja, guten Abend, Roger. Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich sehr, Roger, dass du mich eingeladen hast für diese Gespräche. Ich finde es auch total wichtig, dass diese Dinge ans Licht kommen und möchte auch jetzt in diesem Interview mit dir zusammen meinen Beitrag dazu leisten, dass da noch mehr Aufklärung geschieht. Vielen Also Dank. sehr, sehr gerne. Vielleicht einfach für Info für die Zuschauer. Wir werden schauen, dass beim nächsten Mal auch eine Kamera dabei ist. Es ist so, dass sie ihr Gesicht nicht zeigen wird, aus verständlichen Gründen, aber sie ist bereit, sich so zu zeigen, dass man ihre Person erkennt, so wie sie das auch bei Joe gemacht hat. Das werden wir das nächste Mal dann organisieren. Jetzt hört ihr einfach aktuell nur die Stimme, das werden wir das nächste Mal anpassen. Ja, liebe Chantal, wir haben die Thematik gewählt. Vielleicht magst du trotzdem, auch wenn wir natürlich ein klares Thema haben, vielleicht ein paar Worte über dich sagen, dass die Menschen, die vielleicht gar keine Ahnung von dir haben als Betroffene, obwohl es natürlich schon sehr viel gibt mit dem Buch und mit den Videos. Ich habe vorher schon im Chat ein bisschen gesehen, viele haben deine Videos gesehen. Nichtsdestotrotz, Ja. magst du ein paar Wörter über dich sagen? Ja, ich bin eine Betroffene von satanisch-rituellem Missbrauch und organisierter ritueller Gewalt. Das sind zwei verschiedene Sachen, die aber eigentlich ineinander hineinfließen und wo ich auch hoffe, dass ich das ein wenig dann aufklären kann in diesen Interviews. Und ja, ich habe diese Dinge erlebt als Kind, als Teenager und auch dann später als Erwachsene, und zwar in der Schweiz. Ähm, also diese Dinge gibt es in der Schweiz und das ist mir auch ganz wichtig, auch darüber zu sprechen. Ja, Genau. vielen Dank Ja. für diese einführenden Worte. Für mich, wenn ich das so höre, und ich habe auch schon einiges darüber gesehen und gelesen, muss sagen, gewisse Sachen für mich unvorstellbar, da werden wir zu späteren Zeitpunkt auch leider noch darüber reden, wie man das überhaupt schafft, dass das nicht mehr publiziert wird, dass das verheimlicht bleibt, wie das Ganze geplant wird. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wo wollen wir anfangen, liebe Chantal? Ja, es gibt ja so Grundstrukturen, die eigentlich in diesen Kreisen eingehalten werden, damit eben das möglichst nicht ans Licht kommt.
deshalb wird auch so wenig darüber gesprochen, also meiner Meinung nach. Und weil es einfach auch ein sehr, sehr schweres Thema ist und weil viele Leute halt eben nicht, so wie du, lieber Roger, oder so wie auch andere, auch jetzt diese Zuhörer, einfach viele lieber nicht hinschauen wollen. Ja. Ja, Ich sehe natürlich genau. die Problematik auch wie du. Die sich noch erinnern, ich habe dieses Interview geführt, damals mit der Journalistin. Da gab es einen Blog, ich habe das dann auch darüber geredet und 3 Wochen später wurde mein Credit Suisse-Konto gelöscht. Das ist natürlich purer Zufall, kann man sehen, wie man will, ist schon sehr speziell. Die Menschen wollen oftmals nicht darüber reden. Medien, das wird dann auch noch ein separater Teil sein, haben auch ihre Mühe, um das mal diplomatisch auszudrücken, darüber zu sprechen. Aber jetzt möchte ich mal auf die Thematik eingehen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, weil das ist ja zum Teil wieder das Recht öffentlich oder nicht öffentlich, aber nicht so versteckt gemacht. Dann haben wir das Gefühl, das muss man doch sehen, das muss man doch merken. Wieso hört man so wenig und wieso sieht man so wenig? Wie ist das organisiert? Versuch uns da mal aufzuklären. Ja, also schau, eigentlich hast du vorhin gerade etwas gesagt, oder? Du hast dich getraut, mal darüber zu sprechen und dann 3 Wochen später wurde dein Konto gesperrt. Da kann man darüber denken, was man will, aber du hast mir ja gesagt, das waren noch 30 Jahre Beziehung mit dieser Bank, korrekt. wurde einfach plötzlich gesperrt, oder? Ja. Und ich denke, da können wir damit anfangen. Und zwar ist eigentlich das größte, das höchste Gebot in diesen Kreisen ist das Schweigen. Also das Schweigen, es muss geschwiegen werden. Und wenn man das nicht einhaltet, dann wird man eben gestraft. Also bei dir jetzt das Konto. Aber wenn man natürlich in diesen Kreisen ist und aufgewachsen ist, dann sehen die Strafen natürlich auch anders aus. Und das weiß man als Betroffene und das weiß man auch schon als ganz kleines Kind, dass wenn man nicht schweigt, dass wenn man diese Dinge sagt, dass man dann gestraft wird. Und dazu, für dieses Schweigen wird man schon ganz, ganz früh, schon als kleines Kind wird man dazu konditioniert. Also es gibt sogenannte Schweigerituale, die sie dann mit den Opfern durchführen, damit eben das Kind schon von ganz klein auf anfängt zu lernen zu schweigen. Und wenn es dann nicht, ja. Hast du, wenn dieses Schweigeritual, wenn man da vielleicht noch schnell drauf eingeht, kannst du dich noch erinnern, wie das von sich geht? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also das läuft eigentlich folgendermaßen. Also ich will ja da nicht irgendwelche Horrorszenen ja beschreiben, aber also man wird, also ich nehme jetzt ein Beispiel, man kommt als Kind, wird man in solch ein Ritual entführt und muss mal zuschauen, was mit anderen Menschen gemacht wird. Also wir reden da also von Missbrauch, von Gewalt, von Folter und so weiter. Und dann muss man als Kind zuschauen. Und dann nach so einem Ritual wird das Kind gefragt, was hast du gesehen? Und das Kind normalerweise folgt es und antwortet dann zum Beispiel, ja, ich habe gesehen, dass das andere Kind geschlagen wurde. Und dann wird das Kind wegen dieser Aussage gestraft. Auch mit halt, je nachdem, was für Strafe dann halt ausgedacht wurde für dieses Kind. Gut, und dann wird das Kind halt nochmals gefragt. Also wenn man natürlich bestraft wird für das, dass man die Wahrheit gesagt hat, dann lernt man ganz schnell, dass man eben die Wahrheit nicht sagen sollte, sondern eben etwas anderes. Und wenn man dann nochmals gefragt wird, was hast du gesehen, dann lernt man das ganz schnell, dass man sagt nichts. Weil wenn man dann nichts sagt, dann wird man weniger bestraft. Das heißt ganz klar, man lernt da einfach ganz klar lügen. Jede Frage, die du gestellt bekommen, wirst du mit einer Lüge beantworten. So gesehen. Kann ich nicht so generell sagen, weil manchmal war es auch willkürlich. Okay. Ich wusste dann nie eigentlich,
was ich genau antworten sollte, Okay. so bei der ersten Frage. Aber wenn ich dann natürlich gestraft wurde oder wenn ein Kind dann gestraft wird, dann weiß man, okay, das war die falsche Antwort. Ich muss etwas anderes antworten. Mhm. Ja, es ist Also, also dieses Schweigeritual, dass die Kinder im sehr jungen Alter das lernen, dann auch wirklich nichts zu sagen. Ich denke, es kommt auch schon noch dazu, dass es dann verschiedene Programme ablaufen, dass du dann vielleicht auch gewisse Sachen nicht mehr weißt. Das kommt wahrscheinlich dazu, nehme ich an. ja, das kommt dann dazu. Ja, Also ich denke, da werden wir ja auch später sicher noch noch. in einer Ja, anderen genau. Sendung darüber sprechen. Das hat dann auch mit den Ja. verschiedenen dissoziativen Anteilen zu tun. Ähm, ja, so als Folge von auch ganz schweren Traumas. Aber genau, also vielleicht bleiben wir mal heute einfach Genau, nein, so nein, ist alles bei gut. diesem. Das ist die Thematik, die du gesagt hast, ist dieses Kind wird, das ein Teil ist das Schweigen und was, da können wir da weitermachen. Ja, genau. Ähm, also zu diesen Schweigenritualen gehört dann natürlich auch dazu, dass dann auch wirklich gewisse Rituale durchgeführt werden mit dem Kind. Ich sage jetzt doch mal was Schlimmes, also zum Beispiel, dass ein Kind auch lebendig vergraben wird. Und dann wird es ihm gesagt, also das musst du wissen, wenn du irgendwie redest oder so, dann wirst du in diesem Sarg bleiben und du kommst nie mehr raus. Also das sind halt Sachen, die dann ganz tief sitzen und die halt eine Überlebensstrategie dann auslösen bei einem Kind. Also das ist dann ganz klar, wenn ich nicht rede, dann überlebe ich. Also das ist dann ganz tief verankert. Also man triggert wirklich den Überlebensinstinkt, triggert man da und weiter geht es nicht mehr. Also das ist halt Ja, das Schlimmste, was ja, man da genau. machen kann. Ja. Und das ist dann natürlich auch später. Das weiß ich ja auch heute. Jetzt, wo ich ja das geschafft habe, dieses Schweigen zu brechen, das weiß ich ja auch heute noch, dass das den Täter überhaupt nicht gefällt. Und ich weiß ja, was sie in der Lage sind zu tun. Und deshalb glaube ich, ist dieses Schweigen ein ganz, ganz großer Brocken für Betroffene, dass sie das schaffen, darüber, ja, über diese Ängste zu steigen und dann trotzdem, obwohl dieses Schweigen so tief angeprägt ist, dann darüber zu sprechen. Also ist mal Ich denke, das ist einen von den größten also ist einer von den Brocken. Betroffenen, dass man einfach die Betroffenen so weit bringt, dass sie mal grundsätzlich schon mal gar nichts sagen. Das ist wahrscheinlich einer von den Hauptgründen, dass das nicht Ganz genau, ganz publiziert genau. wird. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass wenn Sie mal was sagen, oder das sehen wir ja auch, jetzt auch, wenn darüber gesprochen wird, dann gibt es ganz, ganz viel Gegenwind und dann wird einem nicht geglaubt, weil diese Dinge, die man dann zu erzählen hat, die sind dann so fast surreal, fast nicht fassbar, dass das einem nicht geglaubt wird. Und das ist auch etwas, was einem in diesen Kreisen immer wieder gesagt wird. Du, falls du mal redest, das nützt dir überhaupt nichts, weil es wird dir sowieso nicht geglaubt. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch erlebt, wenn man anfängt, darüber zu reden. Also es kommt ganz, ganz viel Gegenwind und ganz viel Kritik auch und ganz viel eben Leute, die sich dann abwenden, weil einem nicht geglaubt wird. Das ist schon heftig. Also es ist wirklich, da sind wir jetzt beim Schweigen, das ist das eine. Und dann ganz klar, dass die Täter, wie soll ich sagen, relativ ja, einfach davonkommen, weil sie das Gefühl haben, diese Frau oder diesem Mann glaubt man sowieso nicht. Also diesem Ja, Mädchen. Das ist ja dann, ja, das ja, kann man dann hinstellen als, ja, hat man auch schon gehört, dass man die dann irgendwo in eine Ecke stellt, Psychiatrie oder was auch immer, und dann irgendwelche spezielle Gutachten beweist, dass das nicht stimmen kann. Und solche Sachen hört man ja immer wieder. ja, das ist richtig. Und das habe ich ja selber auch erlebt. Also so, es wurde auch ein Gutachten über mich erstellt und mit Wahnvorstellungen und dann hätte ich in eine geschlossene psychiatrische Abteilung gehen sollen. Ja, ich konnte mich dann zum Glück weigern, ich hatte die Kraft dazu, aber es gibt natürlich einige Betroffene, je nachdem, in welchem Zustand das sie sind, halt sich in diesen Momenten nicht weigern können. Absolut.
Wie, Ja. wie sieht es dann natürlich aus? Das eine ist ja die Betroffene selber. Wie sieht es dann mit dem Umfeld aus? Familie, Angehörige? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, also ich nenne das ganz gerne, es wird um das Opfer herum eigentlich so schon vorher eine Kulisse gebaut. Also, oder beziehungsweise es ist eine Kulisse da und das Opfer kommt dann in dieser Kulisse zur Welt oder wird da hineingesetzt. Ähm, und zwar ist es halt eben so, dass das Umfeld auch so aufgebaut ist, damit ein Kind oder eine betroffene Person oder ein Opfer möglichst lange, also möglichst immer Opfer bleibt. Und zwar werden die Beziehungen kontrolliert. Also das war auch bei mir so. Also ich durfte mit gewissen Kindern spielen und mit anderen durfte ich nicht spielen, zum Beispiel. Ähm, es werden die Beziehungen bewilligt oder sie werden verboten. Es ist sehr, sehr viel Isolation da. Bei mir war das eigentlich auch so. Auch nur durch das bedingt, dass unsere Familie damals an Hepatitis B litt. Mhm. Und dann wurde nicht wirklich aufgeklärt und dann haben sich die Leute zurückgezogen, weil sie Angst hatten, diese Krankheit zu haben. Mhm. Und jetzt, ich kann natürlich am besten natürlich von mir erzählen, so wie ich das erlebt habe, einfach, dass es vielleicht mal ein Bild gibt, was geschehen könnte. Also ich bin in einem Quartier aufgewachsen, wo sehr, sehr viele zu diesem Kult gehört haben. Das eine war so eine Sekte von verschiedenen Leuten Mhm. und diese Sekte, die hieß Les Adorateurs du Soleil. Ich bin ja in der Westschweiz aufgewachsen und die waren zum Teil, vermutlich nicht alle, waren dann auch im inneren Zirkel des satanischen Kultes. Und diese Leute hatten zum Teil ja auch Lehrer. Also bin ich zum Teil zu diesen Lehrern auch in die Schule gegangen, in die Musikstunde gegangen, das waren meine Nachbarn und so war ich eigentlich immer unter Kontrolle. Und ein anderer Nachbar, der hat dann immer wieder Kinder zu sich genommen. Also das weiß ich heute, dass das Menschen, also Kinderhandel war. Das erinnere ich mich sehr gut daran. Damals als Kind habe ich das überhaupt nicht gecheckt, was da abläuft. Mhm. Oder auf der anderen Seite der Nachbar, der hatte eine Grabsteinfirma und diesen Nachbar habe ich auch immer wieder mal im Kult getroffen. Der wusste natürlich immer, wo wer wo gestorben ist und dann haben wir auch so Rituale auf dem Friedhof durchführen müssen. Oder dann ja, irgendwelche Leiche sind auch so verschwunden. Also wurden dann mit begraben mit anderen Leichen zum Beispiel. Und ja, und der Kinderarzt, den ich hatte, der gehörte auch zum Kult. Und so war das eigentlich wie so, halt, ich war eingebettet in so einem Kreis. Und da ja die Familie ja auch drin war, also meine Kulteltern waren drin und die Großeltern und Teile von der Verwandtschaft, ja, egal wo ich hingegangen bin, war immer mindestens eine Person da, eine Aufsichtsperson, die mich immer eigentlich unter Kontrolle hatte. Und ich weiß von anderen Betroffenen, dass es denen eigentlich ähnlich erging, so wie mir. Du hast erwähnt Kulteltern. Ist das ein spezieller Begriff? Waren das deine richtigen Eltern oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, das ist bei mir eben so gewesen, dass das nicht meine richtigen Eltern sind. Das habe ich dann viel, viel später herausgefunden. Mhm. Und deshalb nenne ich sie Kulteltern. Also ich gehe davon Also aus, mein, dass deine Kulteltern auch da involviert waren, sonst hätte das ja nicht funktioniert. Sehe ich das richtig? richtig, richtig, Mhm. ganz genau. Ja, sonst wäre das gar nicht gegangen. Also wenn ich das jetzt versuche als Laie zu sehen, dann hat man um dich herum dein soziales Umfeld, sei das Hobbys, sei das Arzt, sei das sogar vielleicht spielende Kinder, versucht alles so aufzubauen in diesem Kult, vielleicht auch Sekte, dass man dich jederzeit unter Kontrolle hat und schauen, wie sie reagiert, was sie macht und natürlich auch dementsprechend diese Rituale dann auch durchzuführen. Ja, genau, so ist es.
Ja. Und ich hatte dann immer aber das Gefühl auch, dass ich sehr vieles selber auswählen kann, wie zum Beispiel, was in die Musikstunde zu gehen. Also das habe ich schon ich ausgewählt, welches Instrument, das ich gerne lernen möchte. Mhm. Aber die waren so gut organisiert, dass sie mir halt dann eben eine Musiklehrerin von diesem Kult gestellt haben, Mhm. zum Beispiel. Wir haben ganz kurz vielleicht, wenn du da dazu was sagen magst, wegen den Eltern, hast du mal Kontakt gehabt mit deinen richtigen Eltern? Bisher noch nicht, nein. Ist denn das Nein. ein Wunsch von dir oder? Ja, natürlich Okay, ist es ein Wunsch, ja. okay. Ja. Also das kann man für mal separat mal anschauen, weil das ist etwas, ich habe da auch immer meine Themen, natürlich nicht so wie du, aber gibt ja oftmals diese Thematik mit den Eltern. Aber es ist für mich erschütternd zu sehen, wie Menschen sowas machen können. Für mich unvorstellbar. Und ja, kommen wir zurück zum Thema. Das ist organisiert worden. Du hast ja viel erlebt. Wir werden spätere Sendungen das dann noch ins Detail gehen. Du warst international unterwegs und so weiter. Das ist ja Mhm. auch, das muss ja alles wirklich so organisiert werden, auch flugtechnisch und so weiter. Da müssen ja die Genau. Eltern ein Ja dazu geben. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass du plötzlich, ich nehme an, die Eltern waren nicht immer dabei bei diesen Ritualen und plötzlich warst du irgendwo im Ausland. Ist das korrekt, oder? Ja. Was meinst du? Meine Eltern waren nicht immer dabei, oder Ja, was? genau. Ich gehe davon aus, dass deine Eltern wahrscheinlich nicht immer dabei waren. Nein. Okay. Nein, 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 nein. Also ich gehe davon aus, dass das so war, dass es eigentlich vor allem mein Kultvater war, der Gewisses organisiert hat, Mhm. aber der dann zum Beispiel einfach mich an einem anderen Menschen so quasi verkauft hat. Und was denn der mit mir gemacht hat, das wusste mein Kultvater gar nicht. Also Okay. heute muss ich sagen, vermutlich weiß er gar nicht, wo ich überall hingereicht worden bin, in welchen Ländern das ich dann war und was ich dort alles erlebt habe. Der wusste einfach, na ja, ich bin unter der Kontrolle von irgendjemand anderem und das war ihm dann eigentlich egal, was mit mir passiert ist. Und seine Aufgabe war dann einfach ich habe ja dann gefehlt in der Schule oder so Mhm. weiter, habe ich ja dann gefehlt, dass das dann halt eben vertuscht wurde von seiner Seite her. Wie kann man Ja. sich in der heutigen Situation das vorstellen? Ich gehe davon aus, dass du mit den Kulteltern keinen Kontakt hast. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Also als mir das langsam, aber sicher bewusst wurde, also als eigentlich so meine Amnesie so langsam am Bröckeln waren, Mhm. habe ich komplett den Kontakt zu allen Leuten abgebrochen. Also weil ich wusste ja gar nicht, wer wirklich im Kult war und wer nicht. Also ich musste ja zuerst eigentlich das an meine Erinnerungen kommen. Und dann habe ich aus Sicherheitsgründen für mich und für meine Leute, die mir am nächsten stehen, Mhm. aber auch für Leute, mit denen ich in Kontakt war und nicht im Kult standen, habe ich aus Sicherheitsgründen den Kontakt alles zuerst mal Mhm. abgebrochen. Ja. Verständlicherweise, ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, die ganze Organisation, das braucht ja dann mit internationalen Flügen, dann ist ja Polizei ein Thema, vielleicht dann auch Richter, Staatsanwalt und so weiter. Ja. Wie sind die dann zum Teil selber dabei? Weil sonst müsste das ja irgendjemandem mal auffallen. Oder wie siehst du das? Ja, also man muss sich das vorstellen, die sind ja organisiert. Ich nehme gern das Beispiel von der Mafia. Also Mafia ist für alle praktisch ein Begriff und das wissen wir alle, dass da Polizei und auch Politiker involviert sind und so weiter. Und man kann sich das ein wenig so vorstellen, dass es ähnlich organisiert ist wie Mafia. Und dann haben sie natürlich auch ihre Leute in der Politik, in der Justiz, in der Polizei und so weiter. Das habe ich wirklich selber auch erlebt. Mhm. Und das können wir auch ganz gerne darauf dann eingehen in nächsten Ja, Sendungen, dass ich da ein paar Beispiele sage, ja. ja, wo ich bemerkt habe, okay, das geht nicht mit richtigen Dingen. Du, Äh, ich, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Du hast auch gesagt im Vorgespräch, das sind dann so eine Art wie Generationen, die in diesem Kult, in diesem Satanismus, in dieser Sekte mit dabei sind. Wird das dann
entsprechend übergeben. Ist dann das so, dass das Kind so versucht zu programmiert zu werden, dass er dann das auch wieder vom Betroffenen zum Täter wird? Ist das dann, ich denke, das ist dann das Ziel, oder wie würdest du das beschreiben? Also es ist ein Ziel, dass diese Dinge in satanischen Familien bleiben. Mhm. Also wenn Eltern Satanisten sind, dann ist es natürlich das Ziel, dass die Kinder auch Satanisten werden. Also dass die auch gewisse Stellungen vielleicht in diesem Kult einnehmen, dann später. Und das ist so wie ein Programm, dem sie folgen. Und nach diesem Programm wird dann eigentlich auch gearbeitet. Das ist richtig, ja. Das kann man sich Ja. nur schwer vorstellen. Ähm, wenn man vielleicht Thema Satanisten und der Satanismus, es ist für mich die einzige Erklärung, ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass die Menschen keine Empathie mehr haben, weil sie ja den Satan anbeten. Weil wenn du ein bisschen Empathie hättest oder Mitgefühl, dann würdest du nichts davon machen, was man davon hört. Oder was ist dazu deine Meinung? Ich denke, da muss man ein wenig unterscheiden. Ich glaube, dass also es gibt ja die Täter, ich nenne das, die haben danach ein Täterherz. Also die haben sich entschieden, diese Dinge zu tun, vielleicht auch erst, als sie erwachsen wurden. Und also da muss ich sagen, ja, also das habe ich ja auch so erlebt, also dass die kaum Empathie haben. Wirklich. Und es gibt aber diese Täter, wo wahrscheinlich eben auch nicht so stabil sind und die dann da wie so hineingezogen wurden und dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr Nein sagen können. Ich Mhm. denke da zum Beispiel an Videos, wo man auch finden kann über, ich glaube, er heißt Ronald Bernard oder so Mhm. irgendwas, so von der Bank, ein Bankier, der da hineingezogen wurde und immer mehr. Und am Anfang hat ihm das ja das Ganze noch gefallen mit Ritualen, mit Sex und so weiter. Und dann kam der Punkt, wo es dann auch um Opferungen von Kindern ging. Und er hatte dann aber die Kraft und den Mut gehabt zu sagen, nein, das mache ich nicht mit, da steige ich aus. Mhm. Aber ich denke, da gibt es auch dann einige, die dann schon so tief drin sind oder wo man vielleicht eben auch Material gegen sie hat, zum Mhm. Beispiel Videos, wo sie vielleicht auch Kindern etwas antun, was sie nicht antun sollten, also Missbrauch oder so. Und dass sie dann nicht mehr den Mut und die Kraft haben, auszusteigen. Also auch erpresst werden mit gewissen Filmaufnahmen, wo man ja auch immer Ja, wieder hört, dass man versucht, jemanden Alkohol oder vielleicht auch mit Drogen entsprechend zu beschäftigen, und dann kommt da vielleicht ein junges Girl, wo zurechtgemacht wird, wo vielleicht dann wie 18 ausschaut, aber ist dann vielleicht 14 und wird dann damit gefilmt, und dann hast du ihn schon, oder? Wenn das dann ja, genau, das, genau, ja. ja, ja. Und dann gibt es eben noch die Opfer, die zu Täter gemacht werden. Also das ist ja auch mir passiert. Das war ja eigentlich das Ziel, das sie mit mir hatten. Und wo dann das eigentlich passiert, indem dass sie eben diese Persönlichkeit aufspalten. Darüber werden wir ja sicher mal später noch Mhm. sprechen. Klar. Und wo denn diese Person in diesem täterloyalen Anteil auch diese Dinge tut und diesem Anteil aber auch gelernt worden ist, nicht empathisch zu sein. Das war ja deine Frage, ob Ja. sie dann empathisch sind oder nicht. Also es ist dann auch so wie ein Ritual, wie du vorher erklärt hast, mit dem Schweigen. Das geht in eine ähnliche Richtung, dass man die Empathie verliert. Ja, Okay, ganz genau. Das geht ja. Mhm. okay. Ja, In Bezug auf diese Thematik, wir haben selber ausgemacht, dass wir gerne, also was wir versuchen, einfach diese Serien, sag mal, zwischen 20 und 60 Minuten zu halten und das dann ja. einfach zu wiederholen. Hast du in Bezug auf unser heutiges Thema noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Es sind noch zwei Punkte, die ich Ja. gerne sagen möchte. Das ist nicht so lang.
Also wir hatten ja eben, wie das geht, dass so etwas organisiert werden kann und kaum darüber geredet wird. Also das eine ist natürlich die Tarnung von den Tätern, Okay. dass sie sich in dem Alltag tarnen. Also das sind Leute, die ganz normal, so wie du und ich eigentlich, also ja, so wie halt alle unterwegs sind, die vielleicht in einer Kirche arbeiten oder die vielleicht auch im Krankenhaus arbeiten oder so. Also die sind im Alltag integriert und sind eigentlich gar nicht auffällig. Meistens ganz gut situierte, auch ganz sympathische Menschen. Also das ist auch so ein Punkt, finde ich, wo man beachten muss. Also es ist nicht so, dass es dann diese Leute, wie man sich das gerne vielleicht vorstellt, immer schwarz angekleidet, Hm. tätowiert und Angst machen und so. Hm. Das ist es nicht. Das sind nicht die ganz gefährlichen. Die gefährlichen sind die ganz sympathisch sind, wo man denkt, der könnte keiner Fliege was antun. Ja, Das das. ist, ja, das ist ein Punkt. Und was ich wirklich auch noch ganz wichtig finde zum Sagen ist, als Betroffene ähm, ist es auch so, dass verlangt wird, dass obwohl man diese Dinge erlebt, also diese dramatischen Sachen erlebt, dass man einen normalen Alltag führt. Also es wird verlangt und erwartet, dass man zum Beispiel als Kind in der Schule trotzdem gute Noten macht und Hm. trotzdem irgendwie draußen spielt und trotzdem lacht und trotzdem fröhlich ist, so dass einfach wirklich sehr viele von diesen Kindern, würde ich mal behaupten, wirklich zwischen Stühle und Bänke fallen, lange Zeit, weil einfach nichts auffällt. Ja, Und das gehört für mich, Musterschüler, sozial sehr gut integriert, sind ja, fröhliche Menschen. Da gibt es auch keinen Grund, irgendwas zu untersuchen. richtig. Das sind eigentlich ganz selten. Und das gehört zu diesem ganzen System dazu, dass so etwas einfach sehr lange oder fast das ganze Leben lang manchmal einfach verdeckt bleibt. Ja. Ja. Das ist schon krass, das sich vorstellen zu können, so krasse Situationen. Aber wie du sagst, da ist das ganze Umfeld mit involviert, sonst wird das ja recht schnell auffliegen. Und das wird wahrscheinlich vorher so abgecheckt. Haben wir alles daran gedacht, dass da nicht irgendwas rausgeht, könnte ich mir vorstellen. Und wenn das dann, die haben ja Jahre Zeit, das vorzubereiten. Und wenn alles okay ist, Genau. dann fangen sie an und sind dann wie in ihrer Bubble geschützt. So stelle ich mir das vor. Ja, genau. So kam mir das auch vor. So Ja. bin ich eigentlich aufgewachsen. Ja, es ist krass. Ja, Vielleicht zum Abschluss von diesem Teil einfach mal auch zu erwähnen, das ist auch ein Anliegen für dich, dass du das auch machst, dass du andere Betroffene auch den Mut gibst. Das ist, glaube ich, auch in deinem Sinne, dass sie sich trauen, auch ihre Stimme kundzutun, wenn sie sich dementsprechend fühlen, vielleicht auch Kontakt aufzunehmen. Wie siehst du das? Ist das erwünscht, dass Betroffene Kontakt haben? Wie gehst du damit um? Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte über deine Motivation. ja, also es ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich wirklich den Betroffenen Mut mache, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben, weil ich wirklich davon ausgehe, dass gemeinsam sind wir stark und gemeinsam müssen wir auch gehört werden. Mhm. Also man kann das nicht einfach dann vom Tisch wischen und sagen, ach, sowas gibt es nicht und so ein Blödsinn und so. Das kann nicht sein. Wir sind so viele, aber ich kann wirklich verstehen, dass es total schwierig ist zum Reden. Aber ich sage mir, wenn ich es geschafft habe, warum schaffst du es nicht? Du Betroffene oder du Betroffener, der gerade jetzt zuhört. Mhm. Also das können wir, weil wir dann nicht alleine sind. Jetzt zu deiner Frage mit dem Kontakt untereinander haben, das ist etwas, was man immer sehr gut abwägen muss. Okay. Weil man weiß ja nicht ganz genau, wo die Betroffenen stehen Ja. und nicht, dass es eigentlich ähm, ja, also aus Sicherheitsgründen einfach muss man immer dann schauen, wo die Betroffenen genau stehen und dann abwägen, wie ein Kontakt eigentlich sein kann Okay. unter den Betroffenen. Also Ja, ich würde sonst vorschlagen, die das wollen, können auch gerne einfach mal mir schreiben als erster Kontakt.
auf info@bitel.tv, falls jemand sagt, ich würde gern da im inneren Kreis das mal anschauen. Ich kann das mal dann mit Chantal besprechen, ob das überhaupt in Frage kommt und wie wir damit umgehen. Das würde man dann anschauen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man diesen ersten Schritt jetzt mal gemacht hat. Vielleicht noch als Abschlussfrage, weil ich vorher gerade mitgehört habe, das sind sehr, sehr viele. In deinen Jahren, du hast auch viel recherchiert und viel gelesen und so weiter und so fort. Hast du da irgendeine Meinung dazu, wenn du sagst, es sind viele? Kann man sich da darunter etwas vorstellen? Gibt es da irgendein Indiz, was du sagst, es sind viele? Okay, also ich weiß ja davon, von einer Quelle auch, also wo ich da auch recherchiert habe, Mhm. dass das Ziel von, naja, also da reden wir natürlich dann von den Höheren, auch von den Eliten, Ja, dass das Ziel ist, eigentlich 1% der Menschheit, ich sage jetzt mal so, auszubilden. Ich nehme ein jetzt einfach mal Prozent. das Wort. Ich kann jetzt das nicht Ja, alles ja, erklären. klar. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor, wie viel das sind, 1%. Oder nur in der Schweiz irgendwie 8,5 Millionen, wie viel das sind, oder? Und dann denkt man vielleicht, naja, 99% sind es nicht. Aber 1% ist eben sehr, sehr viel, wenn man das einfach als Zahlen mal anschaut. Also, Deshalb, also wenn man sich nur, jeder ist zu viel. nimm dir mal irgendein ein kleines Dorf, 1%, das ist brutal, das ist die Hölle. Ja, ja, genau. Krass. Ich habe mal eine Zeit lang am Zürichsee gewohnt in einer kleinen Stadt. Ja. Die hatte 10.000 Einwohner. Das war eine kleine Stadt. Mhm. Also kannst du dir mal vorstellen, also stimmt das 100 Leute oder wären Ja, 1%, oder? ja, Ist das das ist richtig? korrekt, ja. Und also wenn 100 Leute in so einer kleinen Stadt herumlaufen und sind irgendwie eben von diesen Satanisten ausgebildet worden, waren Opfer, sind Betroffene, das ist wahnsinnig viel, oder? Das ist Ja. unglaublich viel, ja. Ja. Ja, Ja, Chantal, wenn das in deinem Sinne ist, würden wir jetzt hier mal den ersten Teil so beenden und wir würden einfach sagen, dass es nächsten Donnerstag wieder um 20 Uhr weitergeht. sehr Ähm, gerne, ja. und dann, wir können vielleicht mal kurz ansprechen, in welche Richtung das es geht. Wir sind natürlich flexibel, aber es ist, nächstes Mal haben wir mal geplant, aber das ist einfach mal als Idee, wo oder wie werden die Opfer ausgesucht. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, dass wir das angehen. Wir haben einige Themen, die wir noch aufarbeiten werden. Und ich möchte mich einfach bei dir bedanken, liebe Chantal, dass du diesen Mut hast, dass du den Menschen auch den Mut gibst. Du hast auch ein Buch geschrieben, das kann man sicher erwähnen, finde ich auch wichtig, dass die Leute vielleicht das auch mal lesen wollen, deine ganze Geschichte. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Ich rede, mein Leben und Ausstieg aus satanisch-ritueller Gewalt und das ist momentan nur bei Amazon erhältlich, Ja. aber ja, dort ist es erhältlich. Ja, Genau. wir wissen ja alle, dass das ja nicht die beste Wahl ist für uns alle, aber es ist einfach gerade wie es ist und du bist sicher auch dran, Richtig. Alternative zu schaffen, dass man das vielleicht auch irgendwo anders bestellen kann. Aber ja, schaut euch Ja, das an, bestellt es, wenn es euch interessiert. Chantal, ich sage Dankeschön. Wir werden uns nächsten Donnerstag wieder hören und wir werden ja, inzwischen das noch gerne. schauen wegen der Kamera, dass man dich auch teilweise sieht, dass die Ja, Menschen dich auch besser wahrnehmen können. Nochmals, die später dazugekommen sind, verständlicherweise werden wir das Gesicht nicht sehen, aber wir werden den Menschen in der Kamera dann sehen. Das ist so der Plan. Okay, ja, danke auch. ich wünsche dir einen ganz schönen Abend und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. So, liebe Menschheitsfamilie, es ist halt ein sehr heftiges Thema. Ich bin mir dessen bewusst, aber für mich soll ich sagen, ich merke selber, dass es sehr schwierig ist, damit umzugehen. Ähm, ja, es berührt mich halt. Ich muss aufpassen, dass ich dann nicht in eine Wut komme. Aber man muss das Thema angehen. Ja.
Nächsten Donnerstag ist 20 Uhr wieder. Wenn ihr jemand kennt, dass jemand sehen sollte oder so weiter, gebt das bitte gern weiter. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich dann wieder live bin. Und ja. Vielleicht mache ich nachher noch News, aber ich muss mal kurz runterfahren. Vielen Dank, wart ihr dabei. Vielen Dank an alle und ja, denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbindet die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye. Auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang wir an aufzuräumen, hör sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang wir an aufzuräumen, hör sie auf, wie sie dir gefällt. Du bist die Zukunft, du bist ein Glück. Liegt in deinen Händen, gib sie keinem anderen zurück. Ich bin für dich da und du für mich. Nur zusammen bringen wir uns wieder Licht. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Jeder Mensch, ob jung oder alt, wir alle geben uns den Halt. Du bist ein Helfer, du bist ein Freund. Einander sind wir immer treu. Schlichten wir Streit und stoppen die Gier. Wir